10 Gründe, warum du nicht nach Deutschland ziehen solltest. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht diszipliniert bist. In Deutschland wird Disziplin in vielen Bereichen des Lebens hochgeschätzt. Das zeigt sich nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Alltag. Zum Beispiel wird Pünktlichkeit als eine Form des Respekts angesehen. Zu spät zu kommen, sei es zu einer Verabredung oder einem Geschäftstermin, gilt als unhöflich. Auch in der Arbeitswelt wird erwartet, dass man seine Aufgaben strukturiert und zuverlässig erledigt. Wenn du es gewohnt bist, alles auf den letzten Drücker zu erledigen, könnte das in Deutschland als unprofessionell wahrgenommen werden. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du warmes Wetter bevorzugst. Deutschland hat 4 ausgeprägte Jahreszeiten und die Sommer sind oft nicht so warm, wie man es aus südlichen Ländern kennt. Besonders in den nördlichen Regionen kann es viele Tage mit Regen und wenig Sonnenschein geben. Für Menschen, die das warme Klima und den blauen Himmel lieben, könnte der Winter mit seinen grauen, kurzen Tagen eine echte Herausforderung sein. Viele Menschen leiden hier unter dem sogenannten Winter Blues, einer saisonalen Depression, die durch den Mangel an Sonnenlicht ausgelöst wird. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht gesetzestreu bist. In Deutschland gibt es viele Gesetze und Vorschriften, die strikt eingehalten werden müssen. Zum Beispiel gibt es strenge Regeln für den Straßenverkehr. Und Geschwindigkeitsüberschreitungen werden konsequent bestraft. Auch im Alltag gibt es viele kleine Regeln, wie zum Beispiel das Verbot, nach 22 Uhr Lärm zu machen. Wenn du jemand bist, der sich gerne über Regeln hinwegsetzt oder sie locker interpretiert, wirst du in Deutschland schnell auf Widerstand stoßen. Hier gibt es sogar Vorschriften für das Grillen im eigenen Garten oder auf Balkonen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du das Wort Ordnung nicht magst. Das deutsche Sprichwort Ordnung muss sein fasst eine wesentliche Eigenschaft der deutschen Kultur zusammen. Von der Mülltrennung bis zur Parkplatzordnung. Alles hat seinen festen Platz. Ein Beispiel dafür ist die Mülltrennung, die in Deutschland extrem ernst genommen wird. Es gibt verschiedene Tonnen für Glas, Papier, Plastik und Bioabfall und man muss sich daran halten. Wer seine Mülltonnen nicht richtig benutzt, kann sogar mit Bußgeldern rechnen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du kein Fan von Bürokratie bist. Die deutsche Bürokratie ist bekannt für ihre Komplexität. Egal, ob du eine Wohnung mieten, einen Telefonvertrag abschließen oder ein Auto anmelden möchtest, du wirst immer auf Papierkram stoßen. Viele Prozesse sind langwierig und es wird erwartet, dass du alle notwendigen Dokumente zur Hand hast. Zum Beispiel ist es normal, für fast jeden Vertrag Kopien von Ausweisdokumenten, Meldebescheinigungen und Gehaltsabrechnungen vorzulegen. Wenn du nicht gut organisiert bist oder Geduld mit Papierkram hast, könnte das eine große Herausforderung sein. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn dir laute Partys am Herzen liegen. In Deutschland gibt es klare Regelungen zur Nachtruhe. In den meisten Wohngebieten muss zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens Ruhe herrschen. Laute Musik, Partys oder sogar lautes Sprechen im Freien können schnell zu Beschwerden von Nachbarn führen. Besonders in Mehrfamilienhäusern wird Rücksichtnahme erwartet. Wenn du gerne lange und laut feierst, musst du entweder sehr rücksichtsvoll sein oder dir einen Ort suchen, wo du niemanden störst. Zum Beispiel eine schallisolierte Location. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du es nicht magst, vorab zu planen. Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie gerne alles im Voraus planen. Selbst Treffen mit Freunden werden oft Wochen im Voraus ausgemacht. Spontane Besuche sind eher selten und viele Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie unvorbereitet sind. In der Arbeitswelt wird oft langfristig geplant und auch Urlaubsanträge müssen frühzeitig gestellt werden. Wenn du ein sehr spontaner Mensch bist, der es genießt, Entscheidungen im letzten Moment zu treffen, könntest du dich in Deutschland eingeengt fühlen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du keine klare Kommunikation magst.
Die deutsche Kommunikation ist oft direkt und auf den Punkt. In vielen Kulturen wird eine indirektere Art der Kommunikation bevorzugt, um niemanden zu verletzen oder um diplomatisch zu sein. In Deutschland gilt direkte Kommunikation jedoch als ehrlich und effizient. Wenn dir diese Art der Kommunikation fremd ist, könntest du sie als unhöflich oder zu hart empfinden. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die meisten Deutschen dies nicht als Beleidigung meinen, sondern als eine Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du dich nicht an die Mülltrennung halten möchtest. Mülltrennung ist in Deutschland fast schon eine Wissenschaft. Es gibt genaue Regeln, welche Abfälle in welche Tonne gehören. Papier, Plastik, Glas, Bioabfälle und Restmüll müssen strikt getrennt werden. Einige Städte haben sogar spezielle Regeln für verschiedene Arten von Glas, zum Beispiel grün, braun oder weiß. Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, kannst du Ärger mit den Nachbarn oder sogar mit der Stadtverwaltung bekommen. Müll falsch zu entsorgen gilt als unsozial und respektlos gegenüber der Gemeinschaft. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht offen für kulturelle Unterschiede bist. Deutschland ist ein Land mit einer langen Geschichte und vielen kulturellen Eigenheiten. Manche sozialen Normen mögen dir vielleicht seltsam vorkommen, wie zum Beispiel der deutsche Hang zur Gründlichkeit oder die Tatsache, dass Sonntage oft für Ruhe und Entspannung reserviert sind. Viele Geschäfte sind geschlossen und es gibt sogar Regeln gegen lautes Arbeiten. Wer diese kulturellen Unterschiede nicht respektiert oder versucht, sie zu verstehen, wird es schwer haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Die Pünktlichkeit. Pünktlichkeit wird in Deutschland sehr geschätzt. Die Verabredung. Wir haben eine Verabredung um 14 Uhr im Café. Das Sonnenlicht. Das Sonnenlicht scheint durch das Fenster. Die Vorschrift. Die Vorschriften im Straßenverkehr müssen beachtet werden. Der Straßenverkehr. Der Straßenverkehr ist zu den Stoßzeiten besonders stark. Das Grillen. Grillen ist im Sommer in vielen Parks erlaubt. Der Parkplatz. Einen freien Parkplatz zu finden, ist oft schwierig. Die Mülltrennung. Mülltrennung ist in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Das Papier. Altes Papier wird recycelt, um die Umwelt zu schonen. Die Bußgelder. Bei Verstößen gegen die Regeln des Straßenverkehrs drohen hohe Bußgelder. Die Bürokratie. In Deutschland gibt es viele bürokratische Prozesse. Der Nachbar. Unser Nachbar ist immer freundlich und hilfsbereit. Der Abfall. Abfälle müssen richtig entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen. Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft in unserem Wohnviertel ist sehr stark. Laut. Der laute Verkehr kann manchmal störend sein. Schallisoliert. Die Wände der Wohnung sind gut schallisoliert. Spontan. Eine spontane Entscheidung führte uns zu einem unvergesslichen Abenteuer. Bevorzugen. Ich bevorzuge es, mit der Bahn zu fahren. Vermeiden. Man sollte Missverständnisse in der Kommunikation vermeiden. Respektieren. Es ist wichtig, die Regeln der Gemeinschaft zu respektieren. Sich beschweren. Er hat sich über den Lärm der Nachbarn beschwert. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht diszipliniert bist.
Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht diszipliniert bist. In Deutschland wird Disziplin in vielen Bereichen des Lebens hochgeschätzt. In Deutschland wird Disziplin in vielen Bereichen des Lebens hochgeschätzt. Das zeigt sich nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Alltag. Das zeigt sich nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Alltag. Zum Beispiel wird Pünktlichkeit als eine Form des Respekts angesehen. Zum Beispiel wird Pünktlichkeit als eine Form des Respekts angesehen. Zu spät zu kommen, sei es zu einer Verabredung oder einem Geschäftstermin, gilt als unhöflich. Zu spät zu kommen, sei es zu einer Verabredung oder einem Geschäftstermin, gilt als unhöflich. Auch in der Arbeitswelt wird erwartet, dass man seine Aufgaben strukturiert und zuverlässig erledigt. Wenn du es gewohnt bist, alles auf den letzten Drücker zu erledigen, könnte das in Deutschland als unprofessionell wahrgenommen werden. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du warmes Wetter bevorzugst. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du warmes Wetter bevorzugst. Deutschland hat 4 ausgeprägte Jahreszeiten. Deutschland hat 4 ausgeprägte Jahreszeiten. Und die Sommer sind oft nicht so warm, wie man es aus südlichen Ländern kennt. Besonders in den nördlichen Regionen kann es viele Tage mit Regen und wenig Sonnenschein geben. Für Menschen, die das warme Klima und den blauen Himmel lieben, könnte der Winter mit seinen grauen, kurzen Tagen eine echte Herausforderung sein. Viele Menschen leiden hier unter dem sogenannten Winter Blues. Einer saisonalen Depression, die durch den Mangel an Sonnenlicht ausgelöst wird. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht gesetzestreu bist. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht gesetzestreu bist. In Deutschland gibt es viele Gesetze und Vorschriften, die strikt eingehalten werden müssen. Zum Beispiel gibt es strenge Regeln für den Straßenverkehr. Und Geschwindigkeitsüberschreitungen werden konsequent bestraft. Auch im Alltag gibt es viele kleine Regeln, wie zum Beispiel das Verbot, nach 22 Uhr Lärm zu machen.
Auch im Alltag gibt es viele kleine Regeln, wie zum Beispiel das Verbot, nach 22 Uhr Lärm zu machen. Wenn du jemand bist, der sich gerne über Regeln hinwegsetzt oder sie locker interpretiert, Wenn du jemand bist, der sich gerne über Regeln hinwegsetzt oder sie locker interpretiert, wirst du in Deutschland schnell auf Widerstand stoßen. Wirst du in Deutschland schnell auf Widerstand stoßen. Hier gibt es sogar Vorschriften für das Grillen im eigenen Garten oder auf Balkonen. Hier gibt es sogar Vorschriften für das Grillen im eigenen Garten oder auf Balkonen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du das Wort Ordnung nicht magst. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du das Wort Ordnung nicht magst. Das deutsche Sprichwort Ordnung muss sein. Das deutsche Sprichwort Ordnung muss sein fasst eine wesentliche Eigenschaft der deutschen Kultur zusammen. Fasst eine wesentliche Eigenschaft der deutschen Kultur zusammen. Von der Mülltrennung bis zur Parkplatzordnung. Von der Mülltrennung bis zur Parkplatzordnung. Alles hat seinen festen Platz. Alles hat seinen festen Platz. Ein Beispiel dafür ist die Mülltrennung. Ein Beispiel dafür ist die Mülltrennung, die in Deutschland extrem ernst genommen wird. Die in Deutschland extrem ernst genommen wird. Es gibt verschiedene Tonnen für Glas, Papier, Plastik und Bioabfall. Es gibt verschiedene Tonnen für Glas, Papier, Plastik und Bioabfall. Und man muss sich daran halten. Und man muss sich daran halten. Wer seine Mülltonnen nicht richtig benutzt, wer seine Mülltonnen nicht richtig benutzt, kann sogar mit Bußgeldern rechnen. Kann sogar mit Bußgeldern rechnen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du kein Fan von Bürokratie bist. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du kein Fan von Bürokratie bist. Die deutsche Bürokratie ist bekannt für ihre Komplexität. Die deutsche Bürokratie ist bekannt für ihre Komplexität. Egal, ob du eine Wohnung mieten, einen Telefonvertrag abschließen, egal, ob du eine Wohnung mieten, einen Telefonvertrag abschließen oder ein Auto anmelden möchtest. Oder ein Auto anmelden möchtest. Du wirst immer auf Papierkram stoßen. Du wirst immer auf Papierkram stoßen. Viele Prozesse sind langwierig. Viele Prozesse sind langwierig. Und es wird erwartet, dass du alle notwendigen Dokumente zur Hand hast. Dass du alle notwendigen Dokumente zur Hand hast. Zum Beispiel ist es normal, für fast jeden Vertrag Kopien von Ausweisdokumenten Meldebescheinigungen und Gehaltsabrechnungen vorzulegen. Meldebescheinigungen und Gehaltsabrechnungen vorzulegen. Wenn du nicht gut organisiert bist oder Geduld mit Papierkram hast,
Wenn du nicht gut organisiert bist oder Geduld mit Papierkram hast, könnte das eine große Herausforderung sein. Könnte das eine große Herausforderung sein. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn dir laute Partys am Herzen liegen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn dir laute Partys am Herzen liegen. In Deutschland gibt es klare Regelungen zur Nachtruhe. In Deutschland gibt es klare Regelungen zur Nachtruhe. In den meisten Wohngebieten muss zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens Ruhe herrschen. In den meisten Wohngebieten muss zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens Ruhe herrschen. Laute Musik, Partys oder sogar lautes Sprechen im Freien können schnell zu Beschwerden von Nachbarn führen. Laute Musik, Partys oder sogar lautes Sprechen im Freien können schnell zu Beschwerden von Nachbarn führen. Besonders in Mehrfamilienhäusern wird Rücksichtnahme erwartet. Besonders in Mehrfamilienhäusern wird Rücksichtnahme erwartet. Wenn du gerne lange und laut feierst, musst du entweder sehr rücksichtsvoll sein oder dir einen Ort suchen, wo du niemanden störst. Zum Beispiel eine schallisolierte Location. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du es nicht magst, vorab zu planen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du es nicht magst, vorab zu planen. Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie gerne alles im Voraus planen. Selbst Treffen mit Freunden werden oft Wochen im Voraus ausgemacht. Spontane Besuche sind eher selten. Und viele Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie unvorbereitet sind. In der Arbeitswelt wird oft langfristig geplant. Und auch Urlaubsanträge müssen frühzeitig gestellt werden. Wenn du ein sehr spontaner Mensch bist, der es genießt, Entscheidungen im letzten Moment zu treffen, könntest du dich in Deutschland eingeengt fühlen. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du keine klare Kommunikation magst. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du keine klare Kommunikation magst.
Die deutsche Kommunikation ist oft direkt und auf den Punkt. Die deutsche Kommunikation ist oft direkt und auf den Punkt. In vielen Kulturen wird eine indirektere Art der Kommunikation bevorzugt. In vielen Kulturen wird eine indirektere Art der Kommunikation bevorzugt. Um niemanden zu verletzen oder um diplomatisch zu sein. Um niemanden zu verletzen oder um diplomatisch zu sein. In Deutschland gilt direkte Kommunikation jedoch als ehrlich und effizient. In Deutschland gilt direkte Kommunikation jedoch als ehrlich und effizient. Wenn dir diese Art der Kommunikation fremd ist, könntest du sie als unhöflich oder zu hart empfinden. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die meisten Deutschen dies nicht als Beleidigung meinen, sondern als eine Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du dich nicht an die Mülltrennung halten möchtest. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du dich nicht an die Mülltrennung halten möchtest. Mülltrennung ist in Deutschland fast schon eine Wissenschaft. Es gibt genaue Regeln, welche Abfälle in welche Tonne gehören. Papier, Plastik, Glas, Bioabfälle und Restmüll müssen strikt getrennt werden. Papier, Plastik, Glas, Bioabfälle und Restmüll müssen strikt getrennt werden. Einige Städte haben sogar spezielle Regeln für verschiedene Arten von Glas. Zum Beispiel grün, braun oder weiß. Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, kannst du Ärger mit den Nachbarn oder sogar mit der Stadtverwaltung bekommen. Müll falsch zu entsorgen gilt als unsozial und respektlos gegenüber der Gemeinschaft. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht offen für kulturelle Unterschiede bist. Ziehe nicht nach Deutschland, wenn du nicht offen für kulturelle Unterschiede bist. Deutschland ist ein Land mit einer langen Geschichte und vielen kulturellen Eigenheiten. Deutschland ist ein Land mit einer langen Geschichte und vielen kulturellen Eigenheiten. Manche sozialen Normen mögen dir vielleicht seltsam vorkommen.
Manche sozialen Normen mögen dir vielleicht seltsam vorkommen, wie zum Beispiel der deutsche Hang zur Gründlichkeit. Wie zum Beispiel der deutsche Hang zur Gründlichkeit. Oder die Tatsache, dass Sonntage oft für Ruhe und Entspannung reserviert sind. Oder die Tatsache, dass Sonntage oft für Ruhe und Entspannung reserviert sind. Viele Geschäfte sind geschlossen. Viele Geschäfte sind geschlossen. Und es gibt sogar Regeln gegen lautes Arbeiten. Und es gibt sogar Regeln gegen lautes Arbeiten. Wer diese kulturellen Unterschiede nicht respektiert oder versucht, sie zu verstehen, wird es schwer haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Wird es schwer haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren.